Hallo und herzlich willkommen in den kanadischen Rocky Mountains. Mein Name ist Susanne Fröhlich und das hier ist mein Alberta, das Sie gemeinsam mit mir erkunden werden. Unzählige Outdoor-Aktivitäten, dazu unendliche Weiten und eine Wahnsinnsnatur. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß in Alberta. Die Pfoten gut verpackt, die Ohren aufmerksam gespitzt. Diese Schlittenhunde sollen uns heute Morgen durch die verschneiten Wälder am Lake Louise ziehen. Das hier rechts ist Megan Rootley. Weil sie das Schlittenhundegespann lenkt, wird sie Mascha genannt. Ich helfe Megan, die Hunde anzuleinen. Das ist gar nicht so einfach, denn wie sie mir erklärt, muss dabei eine bestimmte Ordnung eingehalten werden. Die Hunde laufen paarweise im Geschirr und nicht jeder Hund kann mit jedem anderen. Naja, das ist bei uns Menschen ja auch nicht anders. Kaum in Reih und Glied eingehängt sind die Schlittenhunde fast nicht mehr zu halten. Einer fehlt noch im Sortiment, dann ist der Hundeantrieb komplett. Hast du Platz? So, nun kann's wirklich losgehen. Es sind 8 Huskies im Geschirr und es ist unglaublich, welche Kraft die Tiere entfalten. Unsere Fahrt führt an diesem Morgen tief in die menschenleere Wildnis des Banff National Park. Bis heute sind Schlittenhundegespanne in den Rockies bis in den hohen Norden ein beliebtes Verkehrsmittel. Wo selbst Allradfahrzeuge versagen, kommen die kräftigen Huskies immer noch durch. So muss sich Jack London gefühlt haben. Nur wenige Kilometer von Lake Louise entfernt und bei bestem Winterwetter öffnen sich zahlreiche Bergtäler, die im Laufe der Erdgeschichte gewaltige Gletscher und Flüsse aus den Rocky Mountains herausgestellt haben. Und wieder nur wenige Meter abseits des Parkway am Bow River bin ich mit meiner Freundin Birgit, die mich auf dieser Reise begleitet, schon wieder mutterseelenallein. Inmitten grandioser Natur laden wunderschöne Trails zu ausgedehnten Wanderungen ein. Am Nachmittag mischen wir uns unter die Menschenmenge auf dem gefrorenen Lake Louise. Das Ice Magic Festival lockt alljährlich Tausende von Besuchern an. Eis als Werkstoff für Kunstobjekte. Hier kann das Publikum internationalen Künstlern dabei zuschauen, wie Eisskulpturen gefertigt werden. Eine von ihnen ist Heather Bryce aus den USA und sie erklärt mir, dass der Wettbewerb nach strengen Regeln und unter einem vorgegebenen Thema verläuft. Als Werkzeuge dienen Schleifmaschinen aller Art, grobe, feine, harte und weiche Feilen, selbst Lockenwickler. Heather Bryce zum Beispiel setzt bei der Feinarbeit auf die Gasflamme, weil sie damit die Teilstücke ihrer Skulptur anschmelzen kann. Danach gefrieren sie in der endgültigen Anordnung wieder fest. Diese Künstler bevorzugen Spachteln, andere auch profane Hausgeräte und Hilfsmittel. Selbst Kettensägen fürs Grobe fräsen sich virtuos geführt in die bereitgestellten Blöcke aus Spezialeis. Und es ist schon erstaunlich, welche Figuren, Gesichter und Objekte da innerhalb einer halben Stunde entstehen. Am Ende des Wettbewerbs werden natürlich die besten Arbeiten gekürt. Die Skulpturen selbst bleiben noch für Wochen stehen und schmücken die ohnehin schon eindrucksvolle Berglandschaft am Lake Louise. Bis sie schließlich ganz allmählich im Frühjahr der wärmenden Sonnenstrahlen zum Opfer fallen.
Der Lake Louise ist ein beliebtes Reiseziel, vor allem an Wochenenden und bei fast jedem Wetter. Das kleine Denkmal am Seeufer erinnert an die Schweizer Bergführer, die hier einst Touristen die Schönheit der kanadischen Rockies zeigten. Und die von Menschen noch weitgehend unberührte Natur. So etwa. Mit Schneeschuhen, wie es die alten Trapper und Pelzjäger getan haben. Glauben Sie bitte nicht, dass das so einfach ist. Es braucht eine Zeit, bis Sie sich an die großen Netzgestelle an Ihren Füßen gewöhnt haben. Dann aber, und das verspreche ich Ihnen, sind Sie in unwegsamem Gelände und im Tiefschnee nicht mehr aufzuhalten. Unser Guide hier ist Michael Weissend und er kennt die Region um Lake Louise wie seine Westentasche. Ein Ausflug, den ich sehr empfehle, der aber auch ganz schön schweißtreibend sein kann. Sie sehen, ein Streifzug mitten durch die winterliche Wildnis ist eine Art Fitnessprogramm. Aber keine Sorge, es geht auch wesentlich geruhsamer. Mit dem Pferdeschlitten zum Beispiel. Kevin Stanton und seine Familie bieten das ganze Jahr über Ausflüge mit Pferden an, also mit ganz naturnahen Transportmitteln. Mir gefällt jedenfalls diese gemütliche Fahrt, bei der ich mal wieder etwas verschnaufen und dabei die Landschaft am Lake Louise an mir vorbeiziehen lassen kann. Ach, wie romantisch das ist, beinahe einschläfernd, gut verpackt und in warme Decken eingehüllt. Ein wirkliches Vergnügen. Vor allem an Tagen wie diesem, an dem die Natur hier draußen in Winterstarre verfallen zu sein scheint. Der Banff National Park ist der älteste Kanadas. Und wer viel erleben und sehen möchte, wie die Sonne die verschneiten Berggipfel wachküsst, der sollte schon früh aufstehen. Denn von einem Highlight zum nächsten kann schon mal eine Autofahrt von einer Stunde liegen. Am Rande von Banff, dem größten Ort des Parks, habe ich im Banff Springs Hotel eine ganz besondere Verabredung. Pat Kamenka von der Royal Canadian Mounted Police, ein echter Mountie, wenn auch im Ruhestand. Mounties gelten mit ihrer berühmten Uniform ja als ganz besonders adrett gekleidete Polizisten. Aber sind sie nicht mehr als das? Na klar, meint Pat Kamenka, die Mounties repräsentieren ein Stück kanadische Kultur, ein kanadisches Ideal von Recht und Ordnung bei der Entwicklung des Landes. Nach Unruhen 1873 kamen die Mounties nach Westkanada, als es hier praktisch keine Regierungsgewalt gab. Von da an kümmerten sich die Mounties um nahezu alles. Sie schlichteten Streitfälle, suchten Vermisste, sorgten für Verletzte und schufen so Recht und Ordnung. Mehr also als ein Polizist im engeren Sinn. Pat vergleicht die Arbeit der Mounties heute eher mit der Arbeit des FBI oder der deutschen Bundespolizei. Eine Polizei auf Bundesebene eben. Aber sie kümmern sich auch um kleine Gemeinden, wenn sie angefordert werden. Auch nach seiner Pensionierung ist Pat weiterhin aktiv. Er hat seinen Computer mitgebracht und will mir nun davon erzählen. Als Naturschützer hat Pat heute die Wildtiere des Parks im Blick. Vor allem natürlich die Bären, deren Wanderungen und Fressgewohnheiten er intensiv erforscht. Und er zeigt mir, wie clever Bären sein können, wenn sie Hunger haben und Nahrung wie Beeren oder andere Waldfrüchte suchen. Besonders raffiniert ist dieser Braunbär hier gewesen, den Pat dabei beobachtet hatte, wie er sich ganz langsam zu einem Vogelfutterhäuschen vorkämpfte, das an einem Stahlseil aufgehängt war. Unglaublich. And this is a good example of how motivated these people, in an attempt to defeat the bear getting at their bird feeder, which is a very good source of food for bears, hung it on a clothesline between two trees. Doch Bären sind stark gefährlich und oft unberechenbar, wie diese Fotos zeigen. Deshalb, so Pat, sollte man sich ihnen auch nicht nähern.
Auch jetzt halten Bären Winterschlaf und einem Ausflug zum Eisklettern im Kananaskis Provincial Park steht nichts im Weg. Klettern auf einem gefrorenen Wasserfall heißt zunächst Sicherheitsgurte und Steigeisen anlegen. Damit möchte man nicht in den Hintern getreten bekommen, glaube ich. Das ist wirklich gefährlich, oder? Wie ich mich in der Eiswand richtig verhalte, zeigt mir Nick Sharp, der schon so manchen Berg im Himalaya und sogar den Mount McKinley in Alaska bezwungen hat. Von unten sichert mich Nick mit dem Seil ab. Ich sag euch mal, ich bin schon jetzt quasi vor Angstschweiß gebadet. Closer to the rope, that's it. So look at your feet when they're moving them, that's it. Oh, Nice and slowly. Good job. oh, herrlich. Spread your feet about shoulder width apart. Down you come. That was fantastic. Das ist mein liebster Teil. Puh. Die Finger sind eiskalt. Ich habe das Gefühl, die fahren gleich ab. Das war das Fieseste eigentlich. Aber wenn man da an der Wand hängt, ist es wirklich cool. Man muss sich unglaublich konzentrieren und darf gar nicht drüber nachdenken, dass es da so runtergeht. Und dass man so dagegen dotzt. Und dieses Klack, Klack, braucht man kein Fitnessstudio mehr. Haben wir immer Klack, 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 Klack. Ich bin fertig. Ich muss jetzt was zu essen haben. Hören Sie, wie der Wind über diese zugefrorene Wasserfläche pfeift? Ich bin auf dem Yellowhead Highway, auf dem Weg nach Jasper, dem größten Ort im Jasper National Park. Der wiederum gehört wie der Banff National Park zum UNESCO-Weltkulturerbe. Jasper ist heute eine wichtige Station der transkontinentalen Eisenbahnlinie von Toronto nach Vancouver und ein Stück kanadischer Siedlungsgeschichte. Im 19. Jahrhundert war der Flecken lange Zeit ein Handelsposten der Hudson Bay Company. Und zahlreiche Gebäude in Jasper verströmen noch immer den Charme jener Jahre. Und dieser Totempfahl erinnert daran, dass einst indianische Völker die Rocky Mountains durchstreiften, lange bevor die ersten Europäer ins Land kamen. Um ehrlich zu sein, was wäre mein Alberta ohne einen Abstecher zu den schönsten Skigebieten, wie etwa Sunshine Valley oder Marmot Basin? Ein Schnee, der eher an Puderzucker erinnert und sogar verwöhnte Wintersport-Enthusiasten ins Schwärmen versetzt. Die Pisten sind bestens präpariert und selbst bei Hochbetrieb sind lange Wartezeiten an den Liftstationen eine Seltenheit. Ein grandioses Bergpanorama begleitet sie auf allen Abfahrten, ganz egal, ob sie eher gemütlich die Hänge herunterwedeln oder wie hier die Herausforderung im Tiefschnee suchen. Rush Hour auf den Pisten in Sunshine Valley oder Marmot Basin schlichtweg unbekannt. Die Folge, gerade sportliche Skifahrer und Snowboarder kommen hier so richtig auf ihre Kosten. Auch Langläufer finden in den Skigebieten von Alberta beste Bedingungen. Wer sich hier auf eine Loipe begibt, der ist bald mit sich und der Natur im Reinen. Nach dem ganztägigen Skiabenteuer suche ich körperliche Entspannung. Auch das muss mal sein. Das ist unglaublich, wie gut es tut. Gerade nach so einem Tag draußen, wenn man so richtig durchgefroren ist, von Kopf bis Fuß und dann hat man sich angestrengt und die Muskeln fangen schon so an weh zu tun.
Und man denkt, morgen kriege ich einen fiesen Muskelkater. Und dann kommt diese Frau mit den warmen Steinen und man hat so eine geschmeidige Haut und oh, es ist toll. Ich könnte es Wochen haben. Am liebsten würde ich sie mitnehmen, damit es mir rund um die Uhr mit den Steinen immer mal den Rücken massiert. Toll. Jetzt noch eine Tasse Tee am knisternden Kaminfeuer und das nächste Highlight kann kommen. Durch den Jasper National Park fließt der Malinye River. Mit unserem Parkführer Christian Roy folgen wir ihm eine Zeit lang, bis wir schließlich die Eishöhlen des Malinye Canyon erreichen. Ein komisches Gefühl, auf Eis zu laufen, weil man denkt, ich werde sofort hinklatschen. Aber man verliert ein bisschen die Hemmung. Is it deep? No, not very, just maybe. Can I try? Yeah, for sure. Bisschen komisch ist schon. Aber gut. In den Schluchten des Canyon ist der Malinye River an der Oberfläche zu einer fast mystisch wirkenden Eiswelt erstarrt. Ohne unsere Gummistiefel mit Eisstollen wären wir hier aufgeschmissen. Und ohne einen fachkundigen Führer wie Christian sollte man wegen der vielen Eislöcher den Canyon ohnehin meiden. Mein eigener kleiner Pool. Indoor-Pool. Obwohl nach wie vor Wasser nachfließt, können wir auf der gefrorenen Eisoberfläche die Höhlen und Becken erwandern, die der Fluss in vielen tausend Jahren in das Gestein geschliffen hat. Kann man sich reinkuscheln. Das ist die Umkleide hier draußen. Wenn man sich umziehen will von Sommer auf Winter, kann man sich hier ein bisschen hübsch machen. Unglaublich. Von den Decken der Höhlen wachsen Eiskristalle nach unten und mit etwas Fantasie kann ich mir vorstellen, wie es vielleicht im Reich der Zwerge und Elfen aussehen könnte. Bis zu 50 Meter ragen links und rechts von mir die Kalksteinwände empor. Und das zauberhafte Labyrinth zieht sich immer weiter tief in die Schlucht hinein. Unter den Gummistiefeln gluckert es geheimnisvoll. Eine beinahe gruselige Erfahrung. Ich bin in Edmonton, der Hauptstadt Albertas. Die Universitätsstadt, die der Erdölboom reich und groß gemacht hat, wirkt jung und quirlig. Mit seinen 800.000 Einwohnern ist Edmonton ein Schmelztiegel der Nationen. Das wird nirgends so deutlich wie im Old Strathcona Farmers Market. Wer aus allen Ecken der Welt nach Alberta eingewandert ist, der wird hier die kulinarischen Spezialitäten seines Heimatlandes wiederfinden. Edmonton ist Multikulti. Eine Stadt der Festivals und des Nightlife. Zahlreiche Bars und Nachtclubs der Innenstadt laden am späten Abend zu Live-Konzerten, wie hier im Blues on White, seit Jahren eine der angesagtesten Adressen, in der internationale Stars wie Donald Ray Johnson ihre neuesten Stücke zum Besten geben. Nach all den Aktivitäten in der Wildnis der kanadischen Rockies bildet Edmonton in Sachen Kunst und Kultur den passenden Kontrapunkt. Thank you. Das also war mein Alberta. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir. Übrigens, hier in Jasper, in dieser Lodge, hat schon Queen Elizabeth mit ihrem Gatten Prinz Philipp ihren Tee genossen. Also, Alberta ist eine Reise wert. Und das nicht nur im Sommer, sondern ganz besonders auch im Winter. Viel Spaß!